Ich lebe schon seit 25 Jahren nicht mehr in Deutschland und warum ich auch nicht mehr nach Deutschland zurückkehren werde, das werde ich dir in diesem Video erklären. Momentan erleben wir ja einen wahren Auswanderungsboom. Jeder, der gehen kann, der verlässt Deutschland. Kein Wunder bei dem Chaos, was wir da erleben. Kein Wunder bei der geopolitischen Bedrohung, möglicherweise Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Schulden, die auch hier für andere Maßnahmen aufgenommen wurden. Die Tatsache, dass hier der Klimaschutz im Grundgesetz sozusagen verankert wurde und die Schuldenbremse kastriert wurde und viele andere Gründe auch noch, wie der politische Niedergang, die demografische Entwicklung und so weiter und so fort. All das sind natürlich viele gute Gründe, Deutschland zu verlassen. Tatsächlich habe ich Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen, nämlich im Jahr 2000. Ich war damals noch ein junger Spund. Ich komme ja aus Freiburg im Breisgau, dort bin ich aufgewachsen. Eine wunderschöne Stadt. Ich fand es immer schrecklich provinziell und kleinkariert. Das heißt, ich wollte eigentlich schon immer weg. Und im Jahr 2000 habe ich dann die Koffer gepackt und bin gegangen. Ich habe damals schon in der Schweiz gearbeitet bei PricewaterhouseCoopers und hatte dann eine Auseinandersetzung mit dem Finanzamt, die mich hier ungerecht besteuern wollten. Es gibt ja für Grenzgänger so einige spezielle Regelungen. Damit will ich dich jetzt nicht langweilen. Kannst du mal schauen, da haben wir schon Videos dazu gemacht. Jedenfalls, ich habe mich hier hundertprozentig an die Regeln gehalten, aber wie es eben so beim Finanzamt ist, die haben das dann torpediert. Ich war noch jung und hatte noch so ein ganz natürliches Gerechtigkeitsempfinden, wie das ja junge Leute oftmals haben. Und ich habe mir gesagt, nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich war damals schon verheiratet, hatte auch schon Kinder, aber bin dann in die Schweiz umgezogen. Nun, das kann man natürlich sagen, auch die Schweiz ist ziemlich provinziell und kleinkariert. Okay, ja, da ist sicherlich was dran. Aber wie gesagt, es war ja für mich damals Ausland, auch wenn ich natürlich aus dem Grenzgebiet komme und die Schweiz sehr gut kenne. Wir hatten dann eine wunderschöne Zeit hier verbracht am Zürichsee für 3 Jahre, sind von da nach London, von dort dann in die USA. Später habe ich dann auch noch in Malta gewohnt und in Irland für eine kurze Zeit. Und heute bin ich hauptsächlich in den USA und im UK. Nachdem ich in die Schweiz umgezogen war, standen eigentlich nicht steuerliche Motive im Vordergrund. Ich habe einfach gewisse positive steuerliche Effekte mitgenommen, sondern im Grunde genommen die Lust, im Ausland was zu erleben, in interessante Länder umzuziehen. Ich bin vor allen Dingen in die USA umgezogen, weil mir Miami, wohin ich zunächst umgezogen bin, sehr gut gefallen hat. Später bin ich nach Texas umgezogen von Miami, weil ich schon als kleiner Junge, der zu viel Karl May gelesen hat, eine Ranch in Texas haben wollte. Und genau das habe ich gemacht. Wir haben dort eine Ranch gekauft. Ich habe also tatsächlich den Großteil meiner Erwachsenenzeit im Ausland zugebracht, nicht mehr in Deutschland. Ich bin natürlich noch oft in Deutschland hier, um Familie zu besuchen, also oft 2, 3 Mal im Jahr, würde ich sagen. Und mir gefällt es auch gut. Ich mache auch gerne dort Urlaub im Schwarzwald. Ist alles wunderschön. Stört mich nur, dass die Hotels keine Klimaanlage haben, ja. Aber ansonsten ist es natürlich wunderschön. Aber dennoch dort zu leben, könnte ich mir nicht vorstellen. Ich rede ja jede Woche mit Dutzenden Mandanten, mit Hunderten im Monat, ich würde schon fast sagen mit Tausenden im Jahr. Und wenn ich mir anhören muss, wie viele Probleme diese rechtschaffenen Menschen mit dem Finanzamt hatten, viel größere Probleme, als ich sie damals hatte, sozusagen als junger Kerl, der sowieso nicht viel verdient hat. Aber die Probleme, die diese Mandanten haben mit Betriebsprüfungen, mit Auseinandersetzungen mit den Finanzbehörden, mit Gängeleien, also das ist schon alles abartig, muss man sagen. Da bin ich froh, dass ich das in den letzten 25 Jahren nicht erlebt habe und mich konzentrieren konnte auf meine Familie, auf mein Business und eben einfach zu leben und mich hier nicht mit Finanzbehörden rumschlagen musste. Denn in all diesen Ländern, die ich vorhin angesprochen habe, ist der Kontakt mit den Finanzbehörden sehr dünn. Da gibt es nicht viel Betriebsprüfung, gibt es in den meisten Ländern routinemäßig nicht. Also weder in UK zum Beispiel oder in den USA gibt es routinemäßige Betriebsprüfung. Natürlich gibt es dort auch Tax Audits, wenn man jetzt hier bei der Steuer betrügt oder man wird verdächtigt, aber das kommt alles ziemlich selten vor. Also allein schon vor diesem Hintergrund, ja, dass ich gar nicht die Kraft, die Energie oder die Lust hätte, mich hier stundenlang, wöchentlich oder monatlich mit dem Finanzamt auseinanderzusetzen, ist schon Grund genug für mich, bei dem, was ich mache, nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. Damit würde ich mir selbst ins Knie schießen. Also das würde ich absolut nicht wollen. Ein anderer Grund ist auch, dass ich Kinder habe.
Diese Kinder sind hier alle im Ausland zur Schule gegangen. Ich hätte nie meine Kinder auf die deutsche Schule geschickt. Ich finde das eine komplett falsche Idee, seine Kinder auf die Schule zu schicken. Wenn du ins Ausland umziehst, dann finde ich das eine schlechte Idee, würde ich nicht machen. Das deutsche Schulsystem ist nicht gut, die deutschen Schulen sind nicht gut. Deine Kinder lernen viel mehr, wenn du sie zum Beispiel auf eine englischsprachige oder auf eine internationale Schule schickst. Meine Kinder waren auf verschiedenen Schulen, Privatschulen, staatlichen Schulen. Meine Kinder haben dann auch studiert und so. Also von wegen, dass man es im Leben zu nichts bringt, wenn man nicht auf eine deutsche Schule geht, das stimmt natürlich alles nicht. Ich habe grundsätzlich das Bildungssystem, gerade das britisch geprägte Bildungssystem in Großbritannien, Irland und Malta, als etwas sehr Positives wahrgenommen, als etwas sehr Umfassendes, tatsächlich deutlich besser als das deutsche Bildungssystem. Auch sehr viel umfassender. Das kann man also tatsächlich nur empfehlen. Und natürlich ist ein weiterer Grund sicherlich auch die Steuersysteme in den Ländern, die ich genannt habe. Viele der Länder sind natürlich auch an sich problematisch und keine Niedrigsteuerländer, wie zum Beispiel die USA oder UK. Aber dennoch gibt es in diesen Ländern steuerliche Vorteile, weniger Meldepflichten, als es in Deutschland gibt. Generell zum Beispiel ist das Einkommensteuerniveau in den USA, wenn man im richtigen Bundesstaat lebt, so wie in der Schweiz, in den günstigen Kantonen der Schweiz. In UK gab es bis vor kurzem noch den Non-Dom-Status, gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Dort gibt es extrem wenig Meldepflichten, was zum Beispiel ausländische Gestaltung anbelangt. Also da hat man schon wirklich echte steuerliche Vorteile an der Hand, wenn man dort wohnt, wobei ich dir jetzt nicht empfehlen würde, unbedingt dorthin umzuziehen, zumindest nicht in UK. Ist ja nach Brexit sowieso ziemlich schwierig geworden, was Aufenthaltsbewilligungen anbelangt. Und schließlich würde ich sagen, auch das politische System im Ausland gefällt mir deutlich besser. Das Demokratieverständnis in Ländern wie den USA und dem UK ist sehr viel mehr ausgeprägt als in Deutschland. Also so Dinge wie Brandmauer, Mundverbote etc. pp., die würde es dort von staatlicher Seite und so gar nicht geben. Das ist dort unvorstellbar. Natürlich werden auch dort Leute gecancelt von der woken Intelligentsia, das ist mir schon klar. Aber das hat jetzt nicht wirklich etwas mit dem Staat zu tun, so wie das in Deutschland der Fall ist. So diese Gelassenheit, grundsätzlich mit bestimmten Themen umzugehen, nicht immer das Ende der Welt vorherzusehen, nur weil eine bestimmte Partei an die Macht kommt, das ist auf jeden Fall etwas, was ich als sehr angenehm empfunden habe. Und dann könnte ich natürlich auch noch viele andere Gründe bringen, vom Wetter bis zum Essen, von einfach dem interessanten Leben, was man im Ausland führen kann. Also ich bereue nichts. Ich plane definitiv nicht, nach Deutschland zurückzukehren. Jedem, der hier zuschaut, kann ich empfehlen, diese Erfahrung einmal zu machen. Ich war mir ehrlich gesagt immer ziemlich sicher, dass ich nicht nach Deutschland zurückkehren würde. Aber selbst wenn du dir nicht sicher bist, wenn du nur mal ins Ausland gehst für ein paar Jahre und das Ganze mal auf dich wirken lässt, man muss ja sagen, dass die meisten Auswanderer wieder nach Deutschland zurückkommen. Mir ist das völlig unverständlich. Ich kann es mir nicht erklären. Aber jeder ist eben auch verschieden. Das muss man einfach auch so anerkennen. Und natürlich hat das Leben in Deutschland auch seine positiven Seiten. Dem will ich jetzt gar nichts hier entgegenhalten. Wenn du mit dem Gedanken spielst, auszuwandern, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, den Sprung ins kalte Wasser zu machen. Probier es einmal aus, sei aber auch realistisch. Du musst dich selbst kennen. Also es ist vielleicht keine gute Idee, in ein Land wie Paraguay auszuwandern, wenn du den Komfort eines Landes wie Deutschland liebst. Nichts gegen Paraguay, ich will jetzt hier auch Paraguay nicht negativ betonen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dort scheiterst, ist natürlich ziemlich groß, wenn du dir vorher nicht genau überlegt hast, ob das Leben ist, was du führen willst. Also sei mit dir im Reinen, verstehe, was du willst und wie dein Leben funktioniert und treff dann die Entscheidung, sodass du dann hoffentlich auch nach 25 Jahren im Ausland sagen kannst, was für eine tolle Erfahrung, was für schöne Erfahrung ich hier im Ausland gemacht habe. Ich will nicht mehr nach Deutschland zurück. Mir gefällt es hier so gut. Das wünsche ich dir. Gleichzeitig würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, sich steueroptimiert im Ausland aufzustellen, neues Vermögen aufzubauen, ihr bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.